Buongiorno, benvenuti nel mio oliveto di Montagna Bayardo. Das ist Oliver Camien. Aufgewachsen in Berlin, mit Wurzeln hier in Ligurien. Wir befinden uns heute in seinem Olivenhain unterhalb von Bayardo. Hier wachsen die berühmten Tachasca-Oliven und Olivers Öl daraus gilt unter Kennern als etwas ganz Besonderes. Oliver, wir dürfen dich ja heute in deinem Olivenhain besuchen. Ja, herzlich willkommen. Dankeschön. Und beobachten dich gerade bei deiner täglichen Arbeit. Was machst du denn gerade? Ich mache gerade einen leichten Rückschnitt der Olivenbäume. Und zwar entferne ich die Äste in der Mitte, die nach oben gehen. Das sind Männchen, die eigentlich nur, die heißen hier Succhioni, das heißt Sacker oder Sauger. Dann darf ich zusammenfassen, die Männchen sind zu nichts zu gebrauchen am Olivenbaum. So ist es, im Sehr Gegenteil. gut, das war mir wichtig. Ja. Und ein Olivenbaum sollte im Zentrum drinnen auch schön luftig sein. Deswegen macht man das jedes Jahr, damit die Sonne reinkommt und es schön hell ist. Der Volksmund sagt, hier müsste dann ein Vogel durchfliegen können. Ah ja, okay. Und für unsere Zuschauer, in welcher Jahreszeit befinden wir uns? Ja, wir sind jetzt im gerade? April. Man sollte, weil wir hier sehr hoch liegen, sollte man das nicht vor März machen, weil vielleicht im Januar oder Februar kann sein, dass es Frost gibt. Und bekannterweise soll man eure Bäume nicht beschneiden oder zurückschneiden, wenn noch Frost zu erwarten ist. Ah, ja. Deswegen machen wir das März, April bis spätestens Ende Mai. Weil jetzt, wie man schon sieht, kommen die kleinen Knospen raus, die dann später Blüten werden und dann später die Oliven werden. Und dann sollte man nicht mehr zurückschneiden. Okay. Und wir sehen jetzt hier natürlich nur einen kleinen Ausschnitt. Wir sehen dich jetzt auf einem Baum. Ja. Wie viel Mal hast du denn das Vergnügen? Ich habe insgesamt 700, 800 Bäume. Man schafft nicht alle 700, 800 in einem Jahr. So nehme ich mir 200 pro Jahr vor. Und das sind dann halt im Rhythmus alle Jahre zwei. Man muss auch nicht jedes Jahr einen Baum zurückschneiden. Ja. Aber so schaffe ich es dann, dass sie tief gehalten werden, die Bäume, dass man zum Ernten nicht mehr hochklettern muss, dass man vom Boden aus mit dem Rüttler, sage ich mal, dass man vom Boden aus die Oliven ernten kann. Früher sind die Leute auf 15 Meter hohe Bäume gestiegen und da sind viele Unfälle passiert und ist auch unbequem. In einem guten Jahr, wie viel Liter produzierst du denn Olivenöl? Letztes Jahr war die Ernte ganz schlecht, bis 0, weil wir, als die Blüte rauskam, im Mai nachts Nebel hatten. Und die Blüten wurden dann feucht durch die Feuchtigkeit, durch den Nebel. Und tagsüber hat die Sonne schon geballert und hat die Blüten ausgetrocknet. Ach, ja. Und somit gab es letztes Jahr keine Oliven. Vorletztes Jahr hatte ich eine ziemlich gute Ernte. Da habe ich, glaube ich, 2 Tonnen Olivenöl gemacht. 2 Tonnen Olivenöl, wow. Das sind Dimensionen. Das sind Dimensionen, ja. Wirklich, ja. Das macht auch Spaß, Das wenn man glaub dann ich. erntet, Ja. wenn die Oliven richtig schön in die Netze fallen. Natürlich. Genau. Und das ist eben, wie gesagt, der klassische softe Rückschnitt. Was man dann auch alle paar Jahre machen sollte, ist dann auch die Bäume etwas radikaler zurückschneiden, damit die nicht in die Höhe wachsen. So, jetzt habe ich heute mal richtig was geschafft. Olivenprinzessin. Ja, genau. Oliver, ganz viele Produzenten von Olivenöl machen ja Werbung damit, unbehandelt, biologisch. Warum ist es besonders hier tatsächlich der Fall? Also hier ist tatsächlich der Fall, die Olivenhaine rund um Bayardo sind eine der höchstgelegenen der Welt. Also der Welt, wo Oliven angebaut werden, Oliven kultiviert werden. Und durch die Höhenlage, durch das Mikroklima, das wir hier haben, kommt die sogenannte, ich weiß nicht, wie es in Deutsch heißt, Olivenfliege gar nicht hier hoch, weil das Klima einfach es nicht erlaubt für sie. Und somit brauchen wir die Oliven nicht chemisch behandeln bei der Kultivation. Das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, weil das dann eigentlich wirklich Bio ist. Ja. Viele an der Küste haben das Problem, dass einfach diese Olivenfliege die Oliven befallen werden, die stechen quasi mit ihrem Stachel in die Olive rein und legen die Eier in die Oliven, wo dann die Larven entstehen. Ja. Und durch unser Mikroklima hier und durch die Höhenlage, wir haben hier Olivenhaine, die bis zu 600, 700 Meter hochgehen. Bayardo selber liegt ja auf 910 Meter etwa. Aber wir sind genau in der richtigen Lage, um eben keine Pestizide verwenden zu müssen.
Wunderbar. Also nicht nur ein Siegel, sondern wirklich pure Wahrheit. Ja, pure Ware. Super. Oh, da ist ein ganz dickes Männchen. Oh, das habe ich Hier. übersehen. Also nicht ich, sondern Aha, das da. das habe ich übersehen. Weg damit. Vor über 1000 Jahren brachten Benediktinermönche diese Olive aus Südfrankreich nach Ligurien. Sie gaben ihr einen Namen, Tachasca. Seitdem wächst sie hier zwischen Himmel und Meer, auf steilen Terrassen aus Stein, geformt von Generationen harter Arbeit. Ein Ort, an dem die Zeit langsamer vergeht und jede Olive die Geschichte dieses Landes in sich trägt. Oliver, was ist denn ein weiterer Vorteil dieser Bergoliven hier in Bayardo? Der Olivenbaum ist ja eine mediterrane Pflanze und wächst natürlich in der Nähe der Küsten. Was natürlich aber auch bedeutet, dass die Luft sehr salzhaltig ist, logischerweise an der Küste. Und wir haben aber hier eine Entfernung von, glaube ich, 30 Kilometer Luftlinie zur Küste. Das heißt, es ist immer noch ein mediterranes Klima natürlich, aber die Luft ist nicht so salzhaltig. Und das wirkt sich natürlich auch auf den Geschmack der Olive aus. Also wir haben hier ein sehr, sehr mildes Olivenöl, fast mandelartig. Okay. Und das ist natürlich, macht unser Öl auch so einzigartig. Das kann ich bestätigen, weil wir sind ja schon in den Genuss deines hervorragenden, flüssigen Goldes gekommen, wie ich immer so schön Danke, sage. danke. Gell, wirklich hervorragend. Was würdest du denn sagen, ist der schwierigste Teil deiner Arbeit hier? Was macht diesen Olivenhain zur Herausforderung? Also heute ist ein schöner Tag, weil ich nicht richtig arbeite, weil ich das Vergnügen habe, mit dir das Interview zu machen. Es ist eigentlich alles anstrengend. Es muss zweimal im Jahr gemäht werden. Einmal bevor man den Rückschnitt macht und einmal vor der Ernte. Das macht man mit einer Elektrosense heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Und das ist natürlich sehr anstrengend, weil man mit Helm arbeitet, mit einem Anzug und die Hitze und so weiter. Weil man, wie man ja aus der Landschaft sieht, man kommt hier nicht mit klassischen Maschinen hier zugange. Ja, es ist kein Schachbrett hier, ne? Ja. Keine Schachbrettanordnung. Ja. Und das ist anstrengend, das Mähen, weil das Gerät ist auch sehr schwer. Man hängt sich zwar aber das ist eigentlich so das Mühsamste. Nachher, sagen wir mal, das Beschneiden, je nachdem, wenn man es, wie ich es dieses Jahr mache, nur einen leichten Rückschnitt, das macht Spaß, weil man ist im Schatten des Baumes und man, wenn man natürlich dann den radikalen Rückschnitt macht, den man so alle 2-3 Jahre machen sollte, damit die Bäume, wie gesagt, nicht zu hoch wachsen, da muss man dann hochsteigen mit einer kleinen Motorsäge, um die Bäume dann auch auf eine gesunde Höhe wieder zurückzuschneiden. Das ist anstrengend. Netze legen, um nachher die Ernte zu machen, ist nicht anstrengend, aber mir macht es keinen Spaß. Okay. Das haben früher die Frauen gemacht. Also sie haben nicht nur Vorteile, die Weibchen, wie jetzt zum Beispiel, wie vorhin gesagt, dass sie die Früchte tragen. Die Frauen mussten früher die Netze auslegen. Jetzt machen das alle. Das ist aber nicht anstrengend. Was auch einigermaßen anstrengend ist, dann mit dem Rüttler. Es gibt diese Rüttler für die Ernte, die sind ungefähr so lang. Ja. Und da geht man dann so in den Baum rein. Und das ist auch natürlich mit Batterie oder mit Batterie meistens. Aber es gibt auch Luftdruck. Dann rüttelt man so die Oliven runter, die dann in die Netze fallen. Das ist relativ anstrengend, weil man den ganzen Tag den Kopf im Nacken hat und so macht. Und teilweise halt auch gegen die Sonne dann guckt, dann sieht man nicht wirklich, wo sind noch Oliven. Aber es ist alles in allem eine schöne Arbeit, weil ich bin gerne in der Natur. Man hört die Vögel zwitschern, fern weg von Großstadt. Getümmel. Ja. Okay. Und was macht dir am allermeisten Freude? Am allermeisten Freude ist tatsächlich, wenn ich jeden dritten Tag zur Ölpresse fahre. Das ist das schönste Erlebnis, wenn man dann sieht, wie sein eigenes Öl aus der Presse rauskommt. Diese ganze Prozedur dauert etwa 2-3 Stunden, je nachdem, wie viel Oliven man natürlich bringt. Und dort trifft man natürlich viele Kollegen und dann geht man gemeinsam Mittagessen und am Nachmittag holt man sein Öl ab. Das ist eigentlich so das Erfolgserlebnis dann tatsächlich. Und jetzt war es ja deine Idee, dass du dieses Gefühl, dieses Erfolgserlebnis mehreren Menschen ermöglichen möchtest. Was steckt hinter dieser Idee? Hinter dieser Idee steckt, dass leider sehr viele junge Leute aus der Entroterra, Landesinnere in Berglandschaft von Ligurien, einfach diese Arbeit nicht mehr macht, weil sie halt in die Großstädte gezogen sind, weil sie dort halt arbeiten. Die Älteren, die eigentlich Profis sind, schaffen das aber natürlich auch nicht mehr. Und somit ist es schwierig, gerade bei der Ernte, weil man muss schon relativ schnell sein. Weil die Oliven dürfen nicht lange am Boden bleiben, weil sonst natürlich auch Würmer und so weiter und so fort.
Und ich dachte mir, dass das vielleicht ein Erlebnis sein könnte für Leute aus der Großstadt, die mal ein bisschen entspannen wollen, aber nicht nur faul am Strand liegen wollen, sondern auch vielleicht mal ein Erlebnis haben, auch dann am Ende ihr eigenes Olivenöl quasi mit nach Hause zu nehmen. Gemeinsam mit Oliver wollen wir diese Tradition erlebbar machen. Ein Erlebnis rund um die Olivenernte. Nah, echt und unverfälscht. In Kürze dazu mehr. Oliver, jetzt sind wir hier von einem ganz alten Rustico. Was ist das hier? Ja, hier haben die Leute, die bis zuletzt vor 70 Jahren geerntet haben, als die Straße noch nicht so ausgebaut war, sind aus Bayardo hierher gekommen, haben die während der Saison hier gelebt. Das heißt über Monate? Ja, über 2-3 Monate sicher. Und haben dann hier die Ernte vollzogen und haben hier in diesen Häusern gelebt. Hier gibt es eine Quelle da unten, da haben sie Frischwasser gehabt, haben teilweise Forellen gehalten und Flusskrebse. Da unten hatten sie einen Gemüsegarten angelegt. Und somit waren die hier 2-3 Monate autonom und haben die Olivenernte dann gemacht und haben sie dann in Säcken mit Eseln nach oben. Damals gab es noch eine Ölmühle in Bayardo, nach oben getragen. Okay. Und da haben die gewohnt sozusagen. Wann ist denn die Erntezeit der Oliven? Wir sprechen jetzt immer noch von unseren Oliven, also Bergoliven. Ja. Wir sind entgegen der Küste ungefähr 1 Monat hinten dran, weil wir einfach höher gelegen sind und das Klima halt nicht so heiß ist und natürlich die Frucht nicht so schnell gedeiht, sprießt und gedeiht. Wir an der Küste beginnen sie teilweise im Oktober schon, November. Wir quasi nach Nikolaus, nach dem 6. Dezember. Und zieht sich hin, je nach Jahrgang, sage ich jetzt mal, nach Menge der Früchte, bis in den März rein. Okay. Fast bis Ende März teilweise auch. Was mich jetzt noch interessieren würde, mich und wahrscheinlich viele andere auch, woran erkennt man ein richtig gutes Olivenöl? Das erkennt man eigentlich nur am Geschmack. Ein kleiner Einschub von uns. Olivers Öl schmeckt tatsächlich außergewöhnlich fein. Mandelig, fruchtig, perfekt ausbalanciert. Und längst fester Bestandteil unserer Küche sowie der hiesigen Gastronomie. Unser Öl ist gelb-grün, richtig wie Honig, also undurchsichtig. Das Supermarktöl ist komplett durchsichtig. Ja. Also da kann man eigentlich erkennen, dass es ein gesundes, gutes, unfiltriertes, unbehandeltes Öl ist. Aber es gibt natürlich auch, wie jede Branche, gibt es auch in unserer Branche, ich kenne jetzt persönlich niemand, die dann halt Farbstoff reingeben, damit es so aussieht. Ja. Also, ich habe auch schon gehört, mit Sonnenblumenöl gestreckt wird und solche Geschichten. Ja, oder mit ganz miesem Olivenöl gestreckt. Okay, ja. Okay. Weil es ist tatsächlich so, dass die Quantität auf dem Weltmarkt an Olivenöl, die es zu kaufen gibt, gibt es nicht. Also das muss gestreckt sein oder sonst irgendwas. Oliver, è stato un grande piacere poter visitarti qui nel tuo oliveto. Piacere mio. Grazie per la visita e per l'intervista e spero che ci vediamo a breve, prestissimo, che troviamo qualcuno che ci aiuta a fare la Sicuramente, raccolta. sicuramente. Grazie mille. Grazie a te, ciao. Heidi. Ciao, ci vediamo. Ciao, ciao. 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 Bayardo, dove il tempo si ferma e il vento ricorda. Bararara, tra pietre antiche e sogni appesi, dove il mare respira nei monti. Bayardo chiama piano i passi e li trasforma in orizzonti. L'aria sa di sale e luce, di storie scritte negli ulivi, vecchi alberi, mani nude, custodi silenziosi e vivi. Qui la terra non mente mai, qui ogni passo è verità. Dove il mare bacia i monti. Bayardo, Bayardo, dove i sogni restano pronti. Siamo vento, siamo strada, siamo fuoco dentro il cuore. Bayardo, Bayardo, qui respira la libertà.